der Füße. Wir sind jetzt mitten im Umzug drinnen, also der Umzug ist soweit gut vonstatten gelaufen die letzten 2 Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze schlaucht schon ordentlich. Weil bis dass man die ganzen Maschinen in der neuen Praxis hat, bis die neue Praxis überhaupt die Möbel stehen und alles. Also es ist schon einiges an logistischen Aufwand, dass man eine Praxis überhaupt umzieht. Wenn man jetzt eine Praxis neu einrichtet, hat man es praktischer, man bestellt die Pakete alle zur neuen Praxis und dann kann man einfach einräumen, aber mit Umzug ist es immer so, weil man muss dann einpacken, muss dann lagern irgendwo. Also es sieht hier aus wie Sau, das seht ihr ja nachher dann gleich im kleinen Rundgang. Ich habe ja eine Tiny Praxis, also ganz eine kleine, die ist jetzt auf insgesamt 23 Quadratmeter. Und habe hier vorne meinen kleinen Anmeldebereich mit Warte. Dann habe ich hier meine Hygienezeile, also Küchenzeile. Hier hinter der Glaswand ist der Behandlungsraum, den habe ich relativ groß gemacht. Ja, man hätte jetzt nur 20 cm Richtung Behandlungsstuhl gehen können, aber dadurch, dass ich im Behandlungsraum die meiste Zeit verbringe, ist es halt am besten, dass der auch ziemlich groß ist, weil man soll sich ja auch in der Praxis wohlfühlen. Man geht ja gerne in die Arbeit. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, dass man seinen Arbeitsplatz selbst gestaltet, dann sollte man das auch machen. Ja, und am besten so gestalten, dass das Ganze auch so ist, dass man gerne arbeiten geht. Weil es bringt einem nichts, wenn man den Design hoch 5 Arbeitsplatz hat und eigentlich steht man drauf überhaupt nicht. Ich bin ja eher der einfache Typ und habe jetzt eine Praxis sehr schlicht, werde es wieder einrichten, genauso wie die andere Praxis sehr schlicht war, auch nicht zu viel Dekokram oder so. Es werden ein paar Elemente dazukommen. Ich habe bei meiner Anmeldung ja jetzt da keine Schränke mehr, wo ich die ganzen Produkte drinnen habe, da muss man noch was anderes einfallen lassen. Dann muss die Hygienezeile muss jetzt noch fertig gemacht werden. Also es ist Arbeit über Arbeit und es sind jetzt nur mehr 4 Tage, bis die Eröffnung ist. Tja. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Rundgang durch die Praxis, weil ich habe ja eine Tiny Praxis, das heißt eine ganz kleine Praxis und ich habe in Zukunft ja auch keine Kassenzulassung mehr und somit habe ich jetzt von den Vorschriften her nicht so strenge Vorschriften, als wenn ich die Zulassung hätte. Hier ist die Eingangstür von meiner Praxis. Der kleine Mini-Eingangsbereich, da passt ein Wartestuhl hin und die Garderobe passt dahin. Ja, jetzt mal alles voll mit lauter Kartons. Hier gerade raus rein ist die Toilette. Da war früher auch eine Dusche mit rein, die habe ich rausgemachen lassen, denn sonst würden die Leute ja nicht einmal mit dem Rollator da reinkommen. Hier haben wir jetzt den Eingangsbereich für die Praxis. Hier rechts ist die Küchenzeile für den Hygienebereich. Hier vor der großen Glaswand ist die Anmeldung dort, wo die Leiter ungefähr steht. Um die Glaswand herum ist der Behandlungsbereich. Wie gesagt, den habe ich ja ziemlich groß gemacht, weil ich ja die meiste Zeit da drinnen bin. Hier liegt ein Haufen Inhalt von den ganzen Schubladen rum. Und das ist die ganze Hygienezeile. Ja, schön, klein und fein und ich hoffe, dass das Ganze auch sich dann ausgeht. Jetzt habt ihr das schöne Chaos gesehen, das ich hier habe. Das sollte ich ja in 4 Tagen beseitigt haben. Ja, die Sachen sind eben jetzt erstmal zum Einräumen. Beim Einräumen sollte man natürlich darauf achten, dass man das Ganze so einräumt, dass der neue Arbeitsablauf ja, so richtig zeitsparend ist und man auch zügig arbeiten kann. Ja, also ich werde höchstwahrscheinlich die ersten 2 Wochen wieder mal nur am Suchen sein, wo ich irgendwas finde oder auch nicht. Ja, ist bei mir so. Was ihr halt aufpassen müsst, ich habe jetzt zum Beispiel das Problem gehabt mit den Rufnummern umziehen, ist anscheinend eine Riesensache, was ja, die Netzanbieter ja nicht so tolle finden und mich jetzt fast 3 Wochen ohne Telefon lassen. Das ist natürlich für eine Praxis nicht prickelnd. Wenn ich jetzt 3 Wochen kein Telefon habe, meine Rufnummer ist gleich geblieben, meine Patienten können mich nicht erreichen die ganzen 3 Wochen. Ich habe es ein paar Patienten gesagt, dass das sein wird, aber tja, wie es dann wirklich aussieht, keine Ahnung. Also das ist das Einzige, was jetzt noch hakt. Das ganze andere, natürlich wenn man umzieht, Ummelden der Versicherungen,
Dann sollte man das Telefon natürlich ummelden, die Postadresse muss geändert werden, die ganzen Lieferanten muss die Adresse geändert werden, die Haftpflichtversicherung muss geändert werden, die BG muss geändert werden, also die Adressen dort. Was muss noch geändert werden? Ja, also eigentlich alles ist wie wenn man selber umzieht, privat. Also mit der Praxis ist das jetzt nichts anderes. Ja, Bankanschrift und so, ja, das wisst ihr ja eh. Auf was sollte man noch achten? Ja, dass man helfende Hände hat, weil sonst alleine ist man wirklich beim Praxisumzug aufgeschmissen. In diesem Sinne gibt es heute nicht so ein langes Video. Ich habe noch viel Arbeit. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss.